Buon Camino. Ich bin unterwegs und habe wieder Durst. Es ist warm und wir haben Nachmittags. Nachmittags brauche ich immer ein bisschen mehr zu trinken. Also sage ich Buon Camino. Bis dann. Ciao. Achso, welchen Weg gehe ich links? Wie sieht der überhaupt aus? Ich zeige es euch. Also, einmal haben wir hier den schönen Weg. Sieht doch ganz passabel aus. Und da haben wir noch einen Hinweis. Die Jakobsmuschel. Es geht hier nach Camino de Santiago. Buon Camino. Und eben noch entdeckt, es sind nach Santiago de Compostela nur noch 2396 Kilometer. Das ist ja fast um die Ecke. Bis dann. Buon Camino. Das ist die St. Bartholomäuskirche in Berlin. Buon Camino und so pilgere ich entlang. Bis dann, ciao, Buon Camino. Hallo. Da ist es geschrieben. Der Jagdweg wird da weiter. Also nicht bereit. Perfekt ausgeschildert geht es hier auf dem Pilgerweg entlang. Auf dem Jakobsweg Via Baltica von Bremen nach Osnabrück. Und seht hier, dort ist ein Zeichen. Dort könnt ihr das eine mal sehen. Und nicht nur das eine ist hier in dieser Kreuzung, nein! Es gibt dann da drüben noch einen gelben Pfeil zu sehen. Die Christuskirche in Habstedt ist vor uns zu sehen. Die katholische Kirche in Habstedt. Ich glaube, das ist eindeutig. Hier geht es links herum. Sehen wir mal, wie es da weitergeht. Laut dem Pfeil, dort am Baum, geht es da weiter. Also gehen wir da weiter. Tja, hier steht eine wunderschöne Bank, also mache ich mal Pause. Und ernähre mich erstmal der Weste. Es wird nämlich warm. Die Sonne kommt auch heraus. Das reicht so langsam. Und dann trinken wir den Cacao, ne? Okay. Tja, und hier geht's weiter. Tja, und so sieht der weitere Weg aus. Also, ich pilgere mal weiter. Da ist der Pfeil. Ja, da ist er. Und es geht weiter.
Ein wunderschöner Waldweg kurz vor Wildeshausen. Auf dem Jakobsweg von Bremen nach Osnabrück. Der Jakobsweg Via Baltica. Na, da bin ich gespannt, was wir auf dieser Allee nachher zu erwarten haben. Auf jeden Fall geht der Weg dort links. Und links ist der gelbe Pfeil zu sehen. Und das heißt, ich peere mal weiter. Die Alexanderkirche in Wildeshausen. Und die St. Peterkirche in Wildeshausen. Und weiter geht es diesen wunderschönen Weg. Tja, wo ein der Jakobsweg überall vorbeiführt. An einem Hügelgrab, Hünengrab. Es fängt dort an und endet da hinten irgendwo. Aber was soll's. Tote liegen halt überall. Und das mitten, oder wie man so sagen möchte, direkt an der A1, an der Autobahn 1. Das ist die Geräuschkulisse im Hintergrund. Und jetzt zeige ich euch, wie wir weitergehen. Denn dort ist der gelbe Pfeil. Also gehen wir da hinten weiter. Zu den großen Steinen, zu den Hauptsteinen, zu den Steinen als solches des Hügelgrabes. Kurz vor Fiesbeck auf einem Waldweg. Da ist der gelbe Pfeil. Da muss ich weiter. Die St. Vitus-Kirche in Fiesbeck. Da ist ein Pfeil, dem gehe ich nach, dem peere ich nach und hier geht es längs. So, dann könnte es keine häufiger geben. Das ist der Jakobsweg, siehe links im Baum hängend, Richtung Vechta. Die Pfarrkirche St. Marien in Eute. Das Gut Füchtel in Vechta. Das Dominikanerkloster in Vechta. Die Propsteikirche St. Georg in Vechta. So läuft allerdings der Jakobsweg via Baltica durch Vechta. Hier könnt ihr sehen, an dem gelben Pfeil. Und ich peere dann mal weiter. Dort. Und weiter geht's auf dem Weg, auf dem Jakobsweg. Ich bin auf dem Jakobsweg von Bremen nach Osnabrück unterwegs und dort könnt ihr sehen, dass ich hier richtig bin. Und ich wandere mal weiter. Ein kleines Torfwerk. So
Da geht man doch ganz unbedarft hier längs und pilgert hier längs auf den Pickerweg. Und was entdeckt man dort? Die Jakobsmuschel und 2 Pilger oben dabei. Herrlich gemacht. Also, dann pilgere ich hier mal weiter. Da läuft ein Eichhörnchen uns auf dem Weg. Hier sind gefüllte Waggons. Und da hinten auch noch. Und hier links nahe der Torf. Der abgebaute. Nach den Torfwerken geht es dann hier weiter. Wunderschön ist der Weg hier. Anstatt vorne an der Kreis- und Landstraße lang zu laufen, ist der Weg hier entlang. Ist auch schöner hier. Das ist die Lourdes-Grotte der Franziskanerinnen. Was man hier so alles lernen kann. Der Kokenberg, die Wasserscheide zwischen Weser und Ems. Kirche St. Johannes in Steinfeld. So geht der Weg weiter. Das heißt, da gehen wir jetzt weiter. Ich bin auf dem Aussichtsturm des Mordhohenberges. Von dort komme ich und dorthin geht's weiter. Das heißt, dann ist es dieser herrliche Pfad. Wunderschön. Und wir haben hier noch einen Unterstand. Dort. Aber ich gehe da einfach weiter. Ich bin unterwegs auf dem Jakobsweg via Baltica von Bremen nach Osnabrück. Und ich bin in den Dammerbergen unterwegs. Und es geht jetzt wieder herrlich bergab. Und dort ist der Pfeil. Also ich fahre da mal weiter. Die St. Pauluskirche in Pörden. Und die St. Christophoruskirche in Pörden.
Hier hat man direkt am Jakobsweg die Möglichkeit, den Torfabbau zu sehen. Hier vorne ist eine Vernässungsstelle, dahinter sieht man eine Fläche, in dem der Torf abgebaut wurde, und ganz hinten sieht man einen Berg. Das ist ein Torfberg, der zum Abtransport dort parat liegt. Ich darf jetzt durchs Moor laufen, das heißt, eben war es schon ein Weg, der etwas moorig war, eben hatten wir ja auch schon ein bisschen Informationsmaterial, aber jetzt geht es dann doch langsam durchs Moor hindurch, wie ihr dort hinten sehen könnt, sieht man es noch einmal, und der Weg führt da ist der Pfeil, dahin dann weiter. Der Mittellandkanal dürfen wir hier überqueren und es unterqueren uns gleich 2 Binnenschiffe. Ja, ich bin auch unterwegs und dort geht der Weg weiter. Also wandere ich mal weiter. Ich pilgere mal weiter. Buon Camino. Und hier geht der Weg ab. Aber nicht nur da, auch dort ist es markiert. Da und da vorne auch noch einmal. Man glaubt es kaum. Die Wallfahrtskirche St. Johannes in Rulle, eine ehemalige Klosterkirche. Und das ist die Südseite. Da wandere ich hier so lang, ich peere hier so entlang, und was sehe ich dann noch plötzlich? Das geht hier rechts herum. Dort könnt ihr es sehen. Da ist es. Und dann geht es da weiter. Da ist es zu sehen. Hier läuft die Variante des Jakobswegs entlang. Also peere ich da mal weiter. Der St. Peter Dom in Osnabrück. Hier ist der Jakobsweg via Baltica zu Ende und es beginnt der nächste Jakobsweg einfach. It's over.